Das unglückliche Verständnis von Liebe in unserer heutigen Gesellschaft erschüttert uns alle, wenn wir ehrlich sind. Es macht es uns zunehmend schwerer, sie wirklich zu erfahren und zu erleben, sie zu erreichen und vor allem sie zu spüren. Wir leben in einer Zeit, in der scheinbar Liebe überall gegenwärtig ist und gleichzeitig für viele Menschen unerreichbar wirkt. Sie begegnet uns überall, in Filmen, in Musik, auf sozialen Medien. Doch das Bild, das wir dort vermittelt bekommen, ist weit weg von der Realität. Leider nur eine Inszenierung. Liebe wird reduziert auf Gesten, Handlungen, Taten, auf oberflächliche Aufmerksamkeit. Wir lernen früh, dass Liebe etwas ist, das verformt, gezeigt und sich erarbeitet werden muss. Etwas, das bewiesen werden muss, etwas, das verdient werden muss. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Denn wenn wir Liebe an Bedingungen knüpfen, dann verliert sie ihre Substanz. Sie wird in eine Abhängigkeit gedrängt, in Verhalten, Erwartungen und von Reaktionen gespickt. Und so entsteht ein Zustand, in dem fast jeder nach Liebe sucht, aber nur wenige sie wirklich finden können. Vielleicht liegt das nicht daran, dass es zu wenig Liebe gibt, sondern daran, dass wir verlernt haben, sie zu erkennen und nicht verstanden haben, wo sie herkommt. Denn sie kommt von uns. Sie entsteht in uns. Sie ist eine Reaktion auf etwas im Äußeren. Also ist die Verantwortung einzig und alleine bei uns, unserem Herzen. Oft wird gesagt, Liebe sei blind. Doch vielleicht ist sie nicht einfach nur blind. Vielleicht ist sie einfach nur bedingungslos. Nicht abhängig von dem, was jemand tut. Nicht abhängig davon, wie jemand sich verhält. Und genau das widerspricht dem, was uns vermittelt wurde und was wir gelernt haben. Denn unser Alltag ist meistens leer von Liebe, weil wir sie selbst in uns nicht tragen. Wir messen sie, und das sollten wir nicht tun. Wir messen sie daran, wie oft sich jemand meldet, wie viel Aufmerksamkeit wir bekommen, was die Person für mich tut. Doch in dem Moment reduzieren wir sie auf etwas, das sie überhaupt gar nicht sein kann. Sie wird zu einer Art von Tauschaktion, zu einer Art von einem Handel zwischen zwei Menschen und nicht mehr zu dem, was ihre eigentliche Essenz ist. Liebe ist nämlich keine Handlung. Sie ist ein Zustand, eine innere Verbindung, die nicht von äußeren Umständen abhängt. Sie existiert unabhängig davon, ob sie erwidert wird, unabhängig davon, ob sie sichtbar ist. Manchmal ist Liebe sogar einseitig und dennoch verliert sie dadurch nicht ihre Bedeutung, denn ihre Existenz hängt nicht davon ab, ob jemand anders sie bestätigt, sondern ob wir sie fühlen. Stell dir eine Welt vor, in der Eltern ihre Kinder nur dann lieben, wenn sie das tun, was von ihnen erwartet wird. Diese Vorstellung ist so unnatürlich wie nur etwas. Und doch übertragen wir genau dieses Prinzip auf Beziehungen in unserem Leben. Wir koppeln Liebe an Leistung, an Erwartung, an eine Bedingung und entfernen uns damit immer weiter von ihr, von ihrem eigentlichen Kern, von dem, was sie eigentlich ist. Wenn Liebe im Äußeren gesucht wird, entsteht eine Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit in Form von Bestätigung, von Aufmerksamkeit, von einer Reaktion von anderen Menschen. Und diese Abhängigkeit kann schnell zu einem inneren Druck werden. Denn unseren emotionalen Zustand geben wir ab in eine andere Hand und er liegt nicht mehr bei uns, sondern an einer Handlung von anderen. Und das ist nicht richtig. Denn echte Liebe und Stabilität entsteht ganz woanders. Liebe, sie entsteht, wenn wir nicht danach suchen, sondern wenn wir sie erkennen. Wenn wir sie im Inneren heranwachsen lassen. Wenn wir lernen, vor allem uns selbst anzunehmen und zu lieben, ohne Bedingungen, ohne Bewertung. Ein tolles Beispiel sind Tiere. Sie leben ohne und lieben ohne Bedingungen. Sie bewerten nicht, sie vergleichen nicht. Sie lieben einfach. Und genau darin liegt die
Klarheit, die wir Menschen leider verloren haben, vergessen, so scheint es. Denn Liebe ist immer da. Um sie zu kennen, braucht es die innere Veränderung, nicht eine äußere, sondern Integration. Zuerst im Herzen, dann den Verstand öffnen, die Augen schließen und das Herz öffnen. Und schließlich öffnet sich auch das, was die Liebe erst wieder eintreten lässt. Unsere Realität entsteht nicht nur dadurch, was um uns herum passiert, sondern immer durch das, wie wir es interpretieren und damit umgehen. Genau hier setzt die Veränderung an. Nicht nur indem wir darauf warten, dass sich die Welt verändert, sondern indem wir beginnen, selbst anders zu sein. Selbst das zu sein, was wir uns wünschen. Viele Menschen verspüren eine innere Leere. Und sie versuchen sich ständig abzulenken durch Konsum von Dingen oder Substanzen, Alkohol und Medikamenten, kurzfristigen Erleichterungen, doch langfristig verstärkt sich das eigentliche Problem, denn der Weg zur Veränderung führt nicht weg von uns, sondern direkt durch uns hindurch, genau durch diesen Bereich, den wir so lange versucht haben zu vermeiden. Auch im Umgang mit unserer Umwelt zeigt sich dieses Muster. Wir nehmen, wir formen, wir kontrollieren, oft ohne langfristige Perspektive. Doch die Welt ist kein Objekt. Sie ist ein komplexes System, mit dem wir untrennbar verbunden sind. Und wenn wir diese Verbindung ignorieren, entsteht das Ungleichgewicht und genau diese Leere, nicht im Außen, sondern in uns selbst. Eine nachhaltige Zukunft beginnt dort, wo wir diese Verbindung wieder erkennen und sie wieder zulassen können. In unserem Verständnis, in unserer Wahrnehmung, in unserem Herzen. Wenn wir beginnen, Liebe anders zu empfinden, verändert sich auch die Erfahrung, die wir mit ihr haben. Vielleicht ist Liebe etwas, das wir nicht erreichen müssen, sondern etwas, das immer da ist und nur darauf wartet, dass wir es erkennen.